Tagebuch Ostfront, Heeresgruppe Süd, Dezember 1942. Stalingrad, Stalingrad, Stalingrad. Es wird über nichts anderes mehr gesprochen. Immer mehr schlechte Nachrichten kommen hier an. Über die Division, an das Regiment und dann an unsere Abteilung. Hier steht der Russe, da steht der Russe und wir hocken hier und drehen Däumchen. Wenn wir jetzt die restlichen Panzer zu einer großen Kampfgruppe zusammenstellen, dann sollten wir den Russen doch dort verjagen und unsere eingeschlossenen Kameraden entsetzen können. Ich diskutiere das mit Schmidt, aber er meint, dass wir dann ja die Front hier im Südosten schwächen würden. Die Entfernung ist auch riesig. Landmarsch wäre gar nicht möglich. Ja, das alles ist richtig, aber hier kann man doch mit Pack und Infanterie den Russen stoppen. Da müssen die Panzer nicht dabei sein. Jeder hat so seine Argumente und wir kommen auf keinen Nenner. Oberleutnant Kraus kommt hinzu und hört sich an, was wir so reden. Er meint, dass die da oben sich schon was einfallen lassen werden. Eine starke Panzergruppe wird einen Keil in die Russenbande schlagen und dann wird der Iwan zum Ural gefegt, erklärt er uns. Tja, sicherlich weiß er noch mehr als wir. Trotzdem klingt es nicht sehr zuversichtlich. Ich bin wieder bei der Werkstatt und helfe aus. Viele Panzer haben wir nicht mehr einsatzklar und das, was wir haben, wird nur im Notfall nach vorne geworfen. Wir haben jetzt feste Stützpunkte und so können wir den Russen davon abhalten, hier bei uns anzuklopfen. Solange er sich mit Stalingrad beschäftigt, haben wir Ruhe und man könnte doch eigentlich jetzt hier einen Angriffsschwerpunkt setzen. Aber der Nachschub ist nicht ausreichend und Ersatzteile kommen nur spärlich an. Auch hoffen wir auf neue Panzer für die Abteilung. Ich werde mit 3 Kameraden eingeteilt, Material für die Panzerwerkstatt abzuholen. Wir machen uns mit der großen Zugmaschine und einem großen Tiefladeanhänger auf den Weg zum nächsten Bahnhof. Ersatzmotoren sollen angekommen sein und weiteres dringendst benötigtes Material. Wir nehmen noch einen Kübel mit, in dem ein paar Grenadiere sitzen, damit wir keine bösen Überraschungen erleben. Frühmorgens geht es los. Kalt ist es und der Wind weht ordentlich über dieses karge Land. Es sind knapp 7 Stunden zu fahren, wenn wir gut durchkommen. Mit Partisanen müssen wir hier weniger rechnen, aber ich bin trotzdem immer vorsichtig. Nach 5 Stunden machen wir an ein paar Russenhäusern Halt. Die Bauernfamilie dort schaut uns mit großen Augen an. Wir verständigen uns und mein Russisch reicht mittlerweile aus, um im Tausch gegen Zigaretten und Schokolade etwas Eintopf für uns zu bekommen. Der Bauer hat große Angst und will uns gleich alles geben. Ich winke ab und erkläre, dass wir 8 Mann nur etwas Warmes essen wollen und uns in der Hütte etwas aufwärmen. Nach einer Stunde sind wir gestärkt und aufgewärmt. Weiter geht es. Der Wind wird weniger und der Himmel klart langsam auf. Es dauert nicht lange und wir sehen Flugzeuge am Himmel. Der Kübel hat ein MG an Bord und kann sich wehren. Wir mit der Zugmaschine haben nichts dabei. Abwarten! Wenn das keine Russen sind, ist doch alles gut. Schon brummt es laut und 2 Me 109 brausen über unsere Köpfe hinweg. Wir winken und die Piloten lassen die Tragflächen wackeln. Das ist schon was. Die Ritter der Lüfte. Teufelskerle, die Jagdflieger. Schnell sind sie außer Sicht und es dauert auch nicht lange und wir hören wieder einen Brummen. Aber diesmal sind es keine von uns. Russenflieger. Und die haben uns auch noch gesehen. Also so gut es geht, die Fahrzeuge in Deckung und raus aus den Kisten. Und schon hämmern die Bordwaffen los. Die Geschosse schlagen um uns herum ein. Keiner getroffen. Nur der Tieflader hat etwas abbekommen. Schon drehen die wieder ein und fliegen erneut an. Einer von uns schießt mit der Leuchtpistole rot in die Richtung der Russenflieger. Hilft nicht viel, aber möglicherweise sind ja die Jäger noch in der Nähe. Wieder rattern die Bordwaffen und wir pressen uns dicht an den Boden. Ich höre Schreie und einer der Soldaten aus dem Kübel ist getroffen. Mittlerweile haben die das MG in Stellung gebracht und feuern auf die Flugzeuge. Wieder schießen wir Leuchtkugeln ab, um den Piloten zu verwirren. Unser MG bellt unaufhörlich, aber scheinbar macht es den Flugzeugen nichts aus. Im Anflug züngeln plötzlich Flammen aus dem Motor und der Russe beginnt zu trudeln. 100 Meter hinter uns schlägt er in einer riesigen Feuersäule auf. Tief über uns hinweg, mit einer irren Geschwindigkeit rasen jetzt die beiden Me 109 von vorhin. Endlich!
Wir springen auf und jubeln. Der Luftkampf ist ein Schauspiel, aber der letzte Russe ist wohl kein Anfänger. Er kurbelt und dreht die Maschine wie der Teufel und die beiden Jäger haben Mühe dran zu bleiben. Nach 5 Minuten qualmt tatsächlich eine Me-109 und muss notlanden. Jetzt nur noch einer gegen einen. Aber scheinbar ist der deutsche Pilot besser und nach einer wilden Jagd wird der letzte Russenflieger doch noch abgeschossen. Tatsächlich springt der Russe ab und ein Fallschirm trudelt zu Boden. Wir springen in den Kübel und während die Lanzer den verwundeten Kameraden an der Zugmaschine versorgen, gebe ich Gas und wir sausen auf den Fallschirm zu. Mein Kamerad schnappt sich die MP, sicher ist sicher, 500 Meter, 400 Meter, 100 Meter. Wir werden langsamer und warten, bis wir genau wissen, wo der Russe landet. Die Piloten sind auch bewaffnet, also Obacht. Er schlägt auf den Boden auf und rollt sich ab. Wir fahren schnell zu ihm und bleiben 20 Meter vor ihm stehen. Er versucht seine Pistole zu ziehen, aber durch die verwickelten Fallschirmgurte kommt er nicht ran. Wir springen raus und mit der MP bekommt er einen kräftigen Schlag auf den Kopf. Der ist erstmal ausgeschaltet. Wir schneiden ihn aus dem Gurtzeug und schauen uns den Fallschirm an. Nicht verkehrt. Die Pistole schnappe ich mir auch noch. Mein Kamerad nimmt sich die Fliegerstiefel und nun hat er nur noch Socken an. Seine Maschine ist weiter hinter uns aufgeschlagen. Das lohnt sich nicht, dahin zu fahren. Wir fesseln den bewusstlosen Piloten und fahren zurück. Der deutsche Pilot ist mit seiner Maschine in der Nähe notgelandet und kommt zu unserer Zugmaschine. Freudig wird er begrüßt und wir holen erstmal den Schnaps aus der Vorratskiste. Er erzählt, dass der Russe ihn gar nicht getroffen hat, sondern dass er nur einen Motorschaden hatte. Deswegen ging er runter. Da er uns noch in der Nähe wusste, war es für ihn sicher, hier zu landen. Wir kümmern uns um den Verwundeten und legen ihn auf die Zugmaschine. Verwundet an Arm und Bein, aber er wird es schaffen. Der Luftwaffenleutnant fährt mit dem Kübel nochmal zu seiner Maschine und holt sein Zeug raus, sowie die Geheimsachen, die müssen auch mit. Die Maschine bleibt stehen. Die kann morgen der Instandsetzungszug abholen. Auf den Tieflader würde die ja passen, aber wir wissen nicht, wie man so einen Flieger verladen soll. Weiter geht es. Wir brauchen noch knapp 3 Stunden bis zum Bahnhof. Wir treffen dort einen Soldaten der Luftwaffe mit einem Motorrad, der den Piloten wieder zum Flugplatz bringen soll. Der andere Flieger hatte schon Bescheid gegeben, wo er hin muss, um den Piloten zu finden. So schnell kann das gehen. Mittlerweile ist der Russenpilot wieder wach und scheint über seinen Abschuss sehr wütend zu sein. Trotzdem behandelt der Jagdflieger den Russen mit Respekt. So ist das wohl unter Fliegern. Möglicherweise ist der Russe auch sauer, weil er keine Stiefel mehr anhat. Wir verabschieden uns von dem Leutnant und bringen unseren Verwundeten ins Lazarett. Die Kettenhunde werden geholt und wir übergeben den russischen Piloten. Der hat wohl ordentlich Kopfschmerzen, denn der Schlag mit der MP war doch recht doll. Er hat eine große Platzwunde auf dem Kopf. Aus der Kiste der Zugmaschine fingert einer von uns noch ein paar alte, kaputte Stiefel raus. So hat der Pilot wenigstens noch ein wenig Schuhwerk. Grimmig nickt er und nimmt die Stiefel an. Nun ja, aber er lebt noch. Das sollte doch zählen. Wir berichten, was vorgefallen war und verweisen auf den Leutnant der Luftwaffe. Am Bahnhof sprechen wir mit dem Lagerverwalter und er zeigt uns, was wir mitnehmen sollen. Große Kisten mit Panzermotoren, Ersatzteilen aller Art und auch Werkzeug. Wir laden alles auf, aber ich denke, wir bleiben über Nacht hier und fahren dann morgen früh zurück. Im Dunkeln will ich die Strecke nicht fahren. Gesagt, getan. Wir melden uns bei der Ortskommandantur und werden einquartiert. Nur ein karges Abendessen bekommen wir, die Etappenhengste rücken hier nichts raus. Etwas missmutig und hungrig sitzen wir zusammen und spielen Skat. Die Tür fliegt auf und ein Oberfeldwebel der Luftwaffe mit einem großen Korb kommt rein. Er fragt, ob wir die Panzerleute aus Mostock sind. Wir nicken und er stellt einen Korb mit Schinken, Brot, Fischkonserven und Schnaps auf den Tisch. Mit einem schönen Gruß vom Geschwader lässt der Herr Leutnant ausrichten, erklärt uns der Oberfeld. Donnerwetter, das ist mal was. Wir teilen alles gerecht auf und nach einer Stunde sinken wir vollgestopft und leicht angeheitert in einen wohligen Schlaf. Am nächsten Morgen ist das Aufstehen nicht so leicht. Nach der Morgenwäsche und einem Becher Kaffee, dazu etwas trockenes Brot und es geht wieder zurück nach Mostock. Wir rumpeln durch die Landschaft, aber es bleibt alles ruhig. Keine Flieger, keine Panzer
und keine Russen auf Pferden. Am frühen Nachmittag sind wir zurück und melden uns beim Instandsetzungsoffizier mit dem Material. Der freut sich, da wir mit den Ersatzteilen wohl 4 oder 5 Panzer wieder klar bekommen. Ich melde mich ab und gehe in mein Quartier. Genug für heute. Wieder Zeit, ein paar Briefe zu schreiben. Was Gudrun wohl macht, wie es den Eltern geht, was macht meine Schwester. Da wir Weihnachten wohl hier feiern werden, sollten wir uns darauf einrichten, dass alles auch schön aussieht. Also wird jetzt schon Weihnachtsschmuck gebaut und alles nett hergerichtet, damit wir am 24. auch das Christkind empfangen können. Sicherlich gibt es dann eine kleine Feier mit den Offizieren und auch gutes Essen. Ich werde sehen, dass ich noch ein paar Flaschen Cognac besorge. Ich weiß, dass die Pioniere hier nebenan einen ganzen Keller voller Flaschen gefunden haben. Da werde ich mal was zum Tauschen einpacken und rübergehen. Aus meinem Vorrat habe ich noch Zigaretten. Ich habe noch den Fallschirm sowie die Pistole von dem Piloten. Das sollte doch gehen. Nach 10 Verhandlungen bekomme ich 5 Flaschen Cognac und 3 Flaschen Sekt im Tausch. Das ist in Ordnung, das wird für das Weihnachtsfest schon reichen. Nun wird es auch Zeit für ein Schläfchen. Am nächsten Morgen treten wir an. Wieder ein Angriff auf einen unserer Stützpunkte und wir müssen raus. Ich bekomme einen Panzer III und meine alten Richtschützen zugeteilt. Fahrer und Ladeschütze kommen auch noch dazu. Und mit einem Riesengrinsen im Gesicht meldet sich Schmidt bei mir als Funker. Na, das kann was werden, aber gut, das wird schon klappen. Ich schärfe ihm ein, dass ich der Chef im Panzer bin, was er mit einem lautstarken »Jawohl, Herr Unteroffizier« quittiert. Ich drehe mich weg, weil ich auch grinsen muss. Aufsitzen, Männer, es geht wieder los.